Ich habe meine Mutter heute wieder bei mir. Sag mal hallo. Hallo. Und zwar zeigt meine Mutter uns, wie wir aus frischer Milch vom Bauern Hüttenkäse selber machen. Ja gut, dann übergebe ich jetzt mal an meine Mutter und ja, so, dann bitteschön. Ja, also bitteschön. Wir gießen zuerst diese Kuhmilch in eine Schüssel. Ich habe ja 2 Liter mitgebracht vom Bauer. Und um die Milch ein bisschen schneller Dickmilch zu kriegen, geben wir so Joghurt. Hier, ich habe ja so fettarme Joghurt, mischen wir da ein und dann wird es in 2-3 Tagen, Dickmilch muss entstehen. So, und das müssen wir ordentlich verrühren. Ja, und fürs Erste ist das alles. Das muss jetzt 2-3 Tage stehen. Ja, und das ist zuerst alles. So, und decken wir das ab, dass da keine Fliegen reinkommen. Und das muss jetzt höchstens 3 Tage stehen, bis die Milch fest ist. Das war's zuerst. Und dann machen wir in 3 Tagen weiter. Ja, okay. Okay. Ja. Es ist jetzt ein Tag vorbei und auf der Milch hat sich eine Sahneschicht gebildet und die ziehen wir jetzt ab, um sie zu sammeln und daraus später Butter zu machen. Unsere Milch stand jetzt 3 Tage. Wir haben die Sahne vorher abgeschöpft und auf Seite gestellt, woraus wir Butter machen. Und hieraus machen wir jetzt Hüttenkäse. Das ist ganz dick geworden, ne? Ja, guck mal. So, ist ziemlich fest. Das füllen wir jetzt in einen Topf rein. Ganz vorsichtig, dass das nicht zerfällt. Wir haben die Dickmilch. Ja. Wir haben unsere Dickmilch jetzt in einen Topf gefüllt und erwärmen das jetzt. Und man muss das auf niedriger Stufe erwärmen. Das darf auf keinen Fall heiß werden, ne? Ja. Deshalb erwärmen wir das jetzt auf 1,5. Das ist bei uns so ziemlich die niedrigste Stufe. Guck mal, das sammelt sich schon diese Flüssigkeit nach oben und es darf wirklich nicht heiß werden. Die Dickmilch steht jetzt ungefähr seit 15 Minuten auf der Platte. Ja. Und jetzt wollen wir einmal bewegen, dass da von unten nicht zu heiß wird. So ganz vorsichtig. Und jetzt lassen wir wieder ein bisschen stehen. Das ist jetzt unsere Dickmilch. So sieht das jetzt aus nach ungefähr 45 Minuten. Ja, so langsam 45 Minuten. Und das kann man sehen. Es ist ganz fein und wir werden das jetzt absieben. Also wir haben jetzt einfach ein Schälchen genommen, ein Sieb darauf gestellt. Und das muss jetzt abgesiebt werden. Kriegen wir wieder Flüssigkeit. So, und das ist nach meiner Einschätzung Quark. Meine Tochter sagt Hüttenkäse. Und sieben wir das jetzt ab. Schauen wir gleich mal, wer recht hat. Ja. Vielleicht ist es ja quarkiger Hüttenkäse. Hier zu kippen. Sie sehen oder ihr seht, da entsteht wieder viel Flüssigkeit, denn Milch ist flüssig. Und das heißt Molke. Ups, läuft. Und das ist die Molke. Und wenn Sie ja auch, mach du weiter. Nee, ich weiß doch nicht, wie das geht. Molke ist sehr gesund. Man kann trinken. Wie sagt man das? Man kann... Entgiften? Nee, Beswatschka. Nee, das lassen wir weg. Nee, das
Ja, wie soll ich das? Also, es lohnt sich, das zu trinken. Wenn das abkühlt, schüttet euch ins Glas und trinkt ihr jede. Es ist gut für Magen und Darm. Ja, es ist wieder doch ein bisschen cremiger als Hüttenkäse. Oder wird das noch fester? Das wird fester, das muss abtropfen. Lasst ihr nicht zu sehr abtropfen, denn es wird nachher zu trocken. Es darf nicht zu sehr abgetropft werden, also höchstens 10 Minuten abtropfen lassen. Und es ist besser, wenn das so ein bisschen fluffiger ist, dann ist der Quark bzw. ein Hüttenkäse ein bisschen weicher und nicht so fest. Nicht so trocken. Nicht so trocken, ja. Ja, was würdet ihr denn sagen? Ist das Hüttenkäse oder ist das Quark? So, jetzt tue ich diesen Quark in die Schüssel. Und das ist, vielleicht hat die Efka doch recht, sieht nach Hüttenkäse. Jetzt kann man das in Behälter rein tun und im Kühlschrank. Und immer schön zum Frühstück. Man kann auch einen Pfannekuchen machen, obendrauf, ein bisschen Marmelade drauf, die wir auch selber machen. Schmeckt einmalig zum Kaffee trinken. Das kann man jetzt schön als Beilage, also das kann man jetzt schön aufs Brötchen, auf Brot mit Marmelade oder Pfannekuchen mit Marmelade. Schmeckt wirklich super lecker. Und ja, Mama, ich würde sagen, ich habe recht gehabt. Es ist mehr Hüttenkäse als Quark, ne? Ja, beides. Ja, okay, Ja, das war's. Dann viel Spaß beim Nachmachen.